Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Hope you're all doing well wherever in the world you are and whatever language you speak. Ich hoffe, es geht euch allen gut, egal wo auf der Welt ihr seid und welche Sprache ihr sprecht. Thankful we can serve you. Wir sind dankbar, dass wir euch dienen können. Dozens of nations all over the world. Dutzenden von Nationen auf der ganzen Welt. Let's go to verse 15 of 1 Corinthians chapter 6. Lasst uns zu Vers 15 im 1. Korintherbrief Kapitel 6 gehen. Don't you know that your bodies belong to Christ as his body parts? Wisst ihr nicht, dass eure Körper Christus als seine Körperteile gehören? My body belongs to Christ, they're his parts? Mein Körper gehört Christus als seine Körperteile? Well, first of all, Christ lives in me. Nun, erstens lebt Christus in mir. Secondly, he purchased me, so I do belong to him. Zweitens hat er mich gekauft, also gehöre ich ihm. See, the non-Christians doesn't belong to Christ, they belong to themselves. Die Nichtchristen gehören Christus nicht, sie gehören sich selbst. But a Christian doesn't belong to himself anymore. Aber ein Christ gehört nicht mehr sich selbst. His body belongs now to Jesus Christ. They're part of his body. Sein Körper gehört jetzt Jesus Christus, er ist ein Teil seines Leibes. The two have become one. Zwei sind wirklich eins geworden. So look, he brings this argument that's quite serious. Er bringt also dieses ziemlich ernste Argument. Should one presume to take the members of Christ's body and make them into members of a harlot? Sollte man sich anmaßen, die Glieder des Leibes Christi zu Gliedern einer Hure zu machen? See, they had a problem with sexual immorality in the church. Sie hatten ein Problem mit sexueller Unmoral in dieser Gemeinde. Corinth had temple prostitutes. In Korinth gab es Tempelprostituierte. So in Corinth, there was a mixture of religion together with sexual immorality and prostitution. In Korinth gab es also eine Mischung aus Religion, sexueller Unmoral und Prostitution. This was part of their culture. Das war Teil ihrer Kultur. And they brought that culture into their Christianity. Und sie brachten diese Kultur in ihr Christsein hinein. So Paul is not only telling them that this is not how Christians are supposed to live, Paulus sagt ihnen also nicht nur, dass Christen so nicht leben sollten, but he's making it so clear to them that why. er macht ihnen auch klar, weshalb. He said that your body belongs to Jesus Christ. Er sagt, euer Leib gehört Jesus Christus. And the moment you actually commit sexual immorality, Und in dem Moment, in dem ihr sexuelle Unzucht begebt, you are giving the members of the body of Jesus to sexual immorality. Wow, that's very serious now. gebt ihr die Glieder des Leibes Jesu des sexuellen Unzucht preis. Wow, das ist jetzt sehr ernst. And Paul says, absolutely, that must not happen. Paulus sagt, dass das auf keinen Fall passieren darf. Look, in verse 16 he says, Schau dir Vers 16 an. aren't you aware of the fact that when anyone sleeps with a prostitute, he becomes a part of her? Wisst ihr nicht, dass jeder, der mit einer Prostituierten schläft, ein Teil von ihr wird And she becomes part of him. und sie ein Teil von ihm? And then he quotes what God himself said. Dann zitiert er, was Gott selbst gesagt hat. For it has been declared that two become a single body. Denn es ist verkündet worden, die zwei werden ein Leib. Now, of course, Paul is quoting God himself from Genesis chapter 2. Natürlich zitiert Paulus hier Gott selbst aus 1. Mose Kapitel 2. In the very beginning, when God created male and female, husband and wife, Adam and Eve, Ganz am Anfang, als Gott Mann und Frau schuf, Ehemann und Ehefrau, Adam und Eva, he said that those two are going to become one. sagte er, dass diese beiden eins werden. You see, this is a great mystery that Paul calls it in Ephesians chapter 5. Das ist das große Geheimnis, wie Paulus es im Epheserbrief Kapitel 5 nennt. There is a unity that happens between a husband and wife that's a mystery. Es gibt eine Einheit zwischen einem Mann und einer Frau, die ein Geheimnis ist. Paul called it a mystery in Ephesians. Paulus nennt es im Epheserbrief ein Geheimnis. So if you give your body to a prostitute, there also happens a unity. Wenn du also deinen Leib einer Prostituierten gibst, geschieht dies auch, eine Einheit.
So suddenly you mess with the unity between you and Jesus because you're giving it into another unity. Plötzlich bringst du also die Einheit zwischen dir und Jesus durcheinander, weil du dich in eine andere Einheit gibst. And then now he finishes arguments with one of my favorite verses in the whole Bible. Dann beendet Paulus seine Argumentation mit einem meiner Lieblingsverse in der ganzen Bibel. In verse 17. Vers 17. But the one who joins himself to the Lord is mingled into one spirit with him. Wer sich aber mit dem Herrn verbindet, verschmilzt mit ihm zu einem Geist. Look, Jesus and you are one. Schau, Jesus und du sind eins. I wish we could all grasp it totally in our hearts. Ich wünschte, wir könnten das alle in unserem Herzen begreifen. First of all, if we really grab that, we will experience so much more of God. Wir würden so viel mehr von Gott erfahren, wenn wir es wirklich begreifen würden. If I'm one, that means his life becomes mine. Wenn ich mit ihm eins bin, bedeutet das, dass sein Leben zu meinem wird. His victory becomes mine. Sein Sieg wird mein Sieg. His power becomes mine. Seine Kraft wird zu meiner Kraft. I don't need to live by any of mine anymore. I can live by all of his. Ich muss nicht mehr in meiner eigenen Kraft leben, ich kann in seiner Kraft leben. His health becomes mine. Seine Gesundheit wird zu meiner. His inheritance becomes mine. Sein Erbe wird meins. So once we grasp it, the first thing is we could grab everything that's his. Wenn wir das erst einmal begriffen haben, können wir alles an uns reißen, was ihm gehört. And we would also be so much more careful not to make ourselves slaves of anyone or anything else. Und wir würden auch viel mehr darauf achten, uns nicht zu Sklaven von irgendjemandem oder irgendetwas zu machen. I call this living by complete surrender. Ich sage dazu, Leben in völliger Hingabe. Surrender to Jesus, with whom I'm now one. Hingegeben an Jesus, mit dem ich jetzt eins bin, I don't have to worry about any pressure anymore that comes to me. muss ich mich nicht mehr um jeden Druck kümmern, der auf mich zukommt. To surrender to this person, to this liking, to that liking. Sich diese oder jene Person hinzugeben, diese oder jene Vorliebe zu haben. No. Nein. You know, I like to say that. Ich sage gerne, when people try to convince me to do something and offer me a lot of money, wenn Leute versuchen, mich zu etwas zu bereden und mir eine Menge Geld anbieten, I said, I'm sorry. Es tut mir leid. I don't have a price tag. Ich habe kein Preisschild. I'm not for sale. Ich bin nicht käuflich. The only tag I have is sold. Das einzige Etikett, das ich habe, lautet verkauft. So there is no tag with the price. There's only a tag that says sold. Es gibt also kein Preisschild, sondern nur ein Schild, auf dem verkauft steht. So how can I sell myself to people's opinion, to what people like, what people want? Wie kann ich mich der Meinung anderer Leute unterwerfen, tun, was die Leute wollen? I'm one with the Lord. Ich bin eins mit dem Herrn. You are one with Him. Du bist eins mit ihm. You belong to Him. Und du gehörst ihm. You cannot be bought by anyone anymore. Du kannst von niemandem mehr gekauft werden. Unless you choose to sell yourself again. Es sei denn, du entscheidest dich, dich erneut zu verkaufen. Which Paul says you shouldn't do. Laut Paulus sollst du das aber nicht tun. See you tomorrow. Bis morgen.